Ja, herzlich willkommen zu unserem letzten Videotutorial Environment Kurs. Ja, das ist unser Haus, der ist fertig. Jetzt wollen wir in diesem Tutorial unsere Landschaft jetzt mit unseren Naturassets zusammenstellen. So, fangen wir einfach mal an. Blenden unser Landscape, unsere Landschaft wieder ein. Hier. So. Okay. So, wir sehen, das Haus ist sehr groß. Da klicken wir hier auf den Ordner. Hier. Rechte Maustaste. Select Objects. So. Mit S skalieren wir den. Immer weiter runter, weiter runter. So. Ja. Gut. Einmal von oben. So. Platzieren wir den auf unserer Insel. Okay. Einmal 1 und dann hier runter. So. Schauen wir uns das mal an. Okay. Ein Stückchen nach vorne. So. Okay. So. Wenn wir jetzt unser Haus natürlich hier ansehen, unser Partikelsystem, der ist ja hier komplett weit zerstreut. Warum ist das passiert? Weil wir den skaliert haben. Und wir haben hier ein Children drin. Ein Children. Wenn wir jetzt hier reingucken, klicken unser Dach mal an. Das ist jetzt unser Dach. Jetzt gehen wir hier auf Partikelsystem und skalieren mal, scrollen meine ich, hier runter. So, das ist unser Children. So, und wenn wir hier unten gehen, da haben wir auch hier unser Radius. 0,24. Und weil wir natürlich das Haus verkleinert haben, hat sich dadurch auch das Radius geändert. Jetzt gehen wir hier rein und ändern einfach mal die Einstellung auf 0,1. Schauen wir uns mal an. Bisschen weniger. Machen wir 0,05. So. Na, muss noch weniger. 0,01. Okay, das sieht ja schon mal besser aus. Schauen wir uns das mal so an. Ja, alles gut. Okay. So, als nächstes das Haus. Ja, der müsste natürlich schön flach auf dem Insel liegen. Und weil hier alles so uneben ist, müssen wir erstmal eine gerade Fläche schaffen. Und das machen wir jetzt mit Sculpting. Wir klicken unsere Insel hier an. Und gehen auf Sculpt. Okay. So, dann machen wir mal mit F den Pinsel etwas größer. Und Shift-Taste gedrückt und glätten mal hier. So. So. Wir machen das mal anders. Wir gehen auf Object Mode. So. Klicken unsere Select Objects. Klicken unser Haus an. Und skalieren. Bewegen das mal nach unten. So ungefähr. Noch ein Stück. Und etwas tiefer. So. So. Genau. Alles klar. Und hier, der ganze Boden hier, den wollen wir jetzt runtersculpten, ja? Klicken wir unsere Insel an, wieder. Und sculpten. Oder wir machen das etwas schneller, nehmen die Grab-Funktion. F vergrößern, so, ein bisschen von der Vorderansicht und ziehen das mal runter hier. So, genau. So, das war schon zu viel, ne? Ein bisschen hoch. So.
So mit bisschen Feingefühl, ne? Auch von allen Seiten mal durchsehen, ob alles so passt. Okay, das sieht ja schon gut aus. So, okay. Als nächstes, hier kommen ja Bäume. Hier werden unsere Bäume gesetzt. Aber ich finde, das ist hier ein bisschen zu wenig als Fläche. Die Insel wollen wir jetzt ein bisschen mal vergrößern. Nehmen wir diese Fläche hier und ziehen das mal nach hinten. So. Und den vielleicht hier ein bisschen. So. Genau. Und hier ein bisschen vergrößern. Noch ein bisschen mehr. Hier vielleicht ein bisschen weiter raus. Und vielleicht ein bisschen tiefer hier. So, okay. Ja, das sieht gut aus. Okay. Alles klar. Shade Smooth. So, damit es schön glatt aussieht. Okay. Einmal nochmal durchsehen. Okay. Alles klar. So, unsere Insel ist fertig, geskypt. Das Haus steht auf dem Insel, schön mittig. So wollen wir es haben. Gut, weiter geht's. So, als nächstes wollen wir auf unsere Insel die Flächen schon mal vorbereiten, da wo unsere Steine und unsere Bäume gesetzt werden. Das machen wir jetzt. Wir gehen auf Vertex Colors, ja, gehen wir kurz auf Top-Ansicht, so ungefähr, ja, das reicht uns. Okay, dann gehen wir hier auf Vertex Groups, erstellen uns eine Group und den benennen wir gleich Trees. So, gehen auf Weight Paint hier, F mit dem Pinsel etwas vergrößern und hier den Skala hochsetzen auf 1, den Weight Skala. So, und dann malen wir uns hier mal die Fläche hier an. So, ein bisschen größer. So, so ungefähr. Okay, ein bisschen hier vielleicht. So, hier. Genau. Okay. Ich gehe mit dem Weight Paint mal ein bisschen weiter runter, hier mit dem Skala hier. Und mach mal hier ein bisschen weniger. So. Und hier auch ein bisschen weniger. Alles klar. Okay. So. Das ist jetzt Trees. Wir haben jetzt über den Vertex Group Trees sozusagen, das sehen wir hier nochmal, Weight Paint. Das ist jetzt die Fläche, die wir gemalt haben, wo unsere Bäume gesetzt werden. So, jetzt machen wir noch ein Plus und nennen das Rocks für unsere Felsen. Die werden wir hier unten hier am Rand des Insels setzen. Dann gehen wir wieder auf Weight Paint. So. Und malen uns hier, okay, einmal wieder auf 1. So. So hier am Rand. Okay. So. Hier vielleicht ein bisschen mehr. So. Oder hier ein bisschen weniger. Hier vielleicht noch was.
Hier vielleicht zu viel, wieder ein bisschen runter, hier ein bisschen weniger. So. Okay. Dann vielleicht hier oben ein bisschen, vielleicht liegen hier noch Steine gleich. So. Noch ein kleiner Weg entlang. Genau. Okay. So, das haben wir jetzt auch fertig. Genau. Alles klar. So. Jetzt haben wir für die Platzierung für unsere Bäume und die Steine schon mal vorbereitet. So, als nächstes holen wir unsere Naturassets. Die habe ich in der Videobeschreibung als Link für euch zur kostenlosen Download bereitgestellt. Und die holen wir jetzt mal rein. So, wir gehen einmal hier auf Scene Collection, hier rauf, machen eine neue Collection und nennen das so Naturassets. Ja, vertippt. Moment. So. Die Kollektion selektieren wir. Wir gehen auf File, Append, gehen zu dem Ordner hin, wo wir unsere Naturassets haben. So, das ist jetzt hier. Diese Datei, die habt ihr jetzt runtergeladen, was in die Videobeschreibung ist. Klicken einmal drauf, doppelt, gehen auf Collection. So, jetzt haben wir unsere Naturassets, die ganzen sind in einer Kollektion drin gewesen. So, da haben wir unsere Rockstones, unsere Steine, da haben wir hier unsere Blumen. So, aber wir wollen erstmal unsere Trees holen, unsere Bäume. Und das ist hier. Klicken zweimal drauf, doppelklicken. So, jetzt ist das hier in diesem Ordner gelandet. Super, okay. Jetzt schauen wir uns mal an, wo wir da sind. Da sind sie. So. Die schieben wir erstmal aber aus der Sichtweite. So. Weil die Kamera wird hier sein und die Kamera wird in diese Richtung zeigen. Deswegen am besten die Assets nach hinten ziehen. Okay. So, jetzt gehen wir hier wieder rauf. Auf unsere Insel. Ja. Gehen auf Partikelsystem. Einmal Plus. Erstellen wir ein neues System. Wir nennen das Trees. Und den nennen wir auch Trees. Her. Und Advanced eingeschaltet. Wir gehen mal mit der Menge runter. Sagen wir erstmal 100. So, da schauen wir gleich mal, wie das aussieht. Okay, dann scrollen wir runter. Gehen auf Render hier. Render as. Da ist jetzt Past. Da klicken wir auf Collection. So. Und wenn wir runter scrollen, da sehen wir Instance Collection. Da klicken wir hier drauf und nehmen Trees. Das ist dieser Ordner hier, den wir eingefügt haben. So, ja, jetzt sind unsere Bäume hier, aber die sind ja komplett verteilt auf der Insel. Deswegen haben wir vorher über Vertex ein Paint, ein Red Paint gemalt auf der Insel, da wo die Bäume platziert werden sollen. So, jetzt gehen wir hier runter. Vertex Groups. Da klicken wir einmal drauf, der öffnet sich hier. Dann gehen wir auf Density, klicken auf die oberste hier. Dann nehmen wir Trees. So. Genau. So, wir sehen, dass die Bäume so richtig auf deren eigenen Achse, auf der Oberfläche von der Insel liegt. Ja? Und die Bäume wollen wir natürlich, dass die hochkant nach oben in der Z-Richtung ist. So, und da gehen wir hier rauf.
klicken hier Rotation, hier. Vom Velocity her gehen wir auf Object oder Global Z. So, jetzt wird in der globalen Richtung, in der Z-Achse, die Bäume gesetzt. Genau, super. Jetzt schauen wir mal, ob wir mal hier ein bisschen variieren können. So, hier bei Randomize können wir jetzt die Bäume unterschiedlich rotieren. So, die müssen ja nicht alle komplett gerade sein. Wir nehmen in der Natur und da ist es alles ein bisschen unterschiedlich. So, dann gehen wir auf Phase, drehen das mal, schauen uns das mal an. Okay. So, wir könnten jetzt wir könnten jetzt mal einmal auf Weight Paint gehen, hier rüber. So. Und wir sehen ja die Fläche, die wir mit Vertex Paint, Weight Paint gemalt haben, wo die Bäume sind. Dann gehen wir einfach mal auf F drücken, bisschen vergrößern und nehmen die Weight-Skala wieder runter. Und jetzt können wir die Bäume wegnehmen, da wo sie nicht hin sollen. Zum Beispiel hier. So. Vielleicht ein bisschen vergrößern. Schauen wir uns mal an. Okay. So. So, ganz wenig. Okay, das war ein bisschen zu viel. Hier wieder mit Skala wieder hoch. So ganz leicht antasten, ja. Okay, hier vielleicht noch einer. Genau. Oh, hier noch ein paar. So. Ja, das sieht gut aus. Okay, der war jetzt zu viel wieder. Den wieder weg. So. Okay. Ja, das gefällt mir schon. Also, schauen wir uns das mal an und sichern uns das erstmal. So, wir gehen. Moment. Kurz einen neuen Ordner. So, einmal auf Base View mit Texture, kurz laden lassen, okay. Mit Alt A deselektieren wir alles, ja, und gehen jetzt mal auf Cycles. Okay. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. So, okay. Als nächstes fangen wir an, unsere Steine schon mal hier am Rand des Insels zu setzen. Ja? Okay. Einmal nochmal auf Base View, Viewport. Ja. So. Trees zusammenklappen. Klicken wieder unsere Naturassets Kollektion. File. Append. So, und jetzt holen wir unsere Rockstones, unsere Steine. Doppelklicken. So, und jetzt sind die hier gelandet. So, so lassen. Hier sind unsere Steine. Und die auch nach hinten ziehen. So, zu unseren Bäumen hin. So, jetzt gehen wir wieder dorthin, klicken unsere Insel, drücken auf der Tastatur, Komma. So, jetzt sind wir direkt in der Nähe. Okay.
gehen auf Partikelsystem hier, klicken wieder Plus, Rockstones und hier genauso Rockstones. Hier Advanced. Hier machen wir erstmal 50, würde ich sagen. Gehen runter. Pass. Collection. Suchen uns Rockstones. Hier haben wir sie. So, die Steine sind jetzt da, aber komplett verteilt. Dann gehen wir natürlich runter. Gehen auf Vertex Groups. Density und klicken Rocks. So, jetzt sind die Steine, da wo wir es mit Vertex Paint gemalt haben, hier am Rand. So, aber das sieht mir nicht gut aus, das wollen wir jetzt ein bisschen verändern. Wir gehen wieder auf Rotation, hier. Und gehen mal hier auf Render, Einstellung. Und hier haben wir Scale und Scale Randomness. Das ist eine unterschiedliche Skalierung der Größe der Steine. So, dann gehen wir erstmal, vergrößern wir die Steine etwas. Das war zu viel. So, gehen wir so rüber. So, genau, aber zu wenig Steine. Wir müssen mehr Steine. 200. Diese Steine da hinten, die stören irgendwie. Da muss ich die nochmal kurz hier rein. Einmal kurz hier rüber. Hier auf Rocks klicken. Wir sind hier bei Vertex wieder. Vertex Groups. Rocks selektieren. White Paint. So. So, Weight Skala nach 0 setzen. Ja. Und hier wegnehmen. Das ist zu viel hier. Okay. So. Okay. So, hier vielleicht noch da. So. So. Wieder zu unserem Partikelsystem. Sagen nochmal, vielleicht ein bisschen noch mehr. So. 300. Ja. Und skalieren jetzt mal wieder höher. Okay. Die Steine sind irgendwie alle hochkantig. Da müssen wir das ein bisschen rotieren. Dann rotieren wir das mal hier rauf. Ja, und, jetzt. So. Okay. Gehen auf Randomize ein bisschen höher. Die Phase. So richtig gefällt mir das nicht. Wir machen den noch größer. So. Doch ein bisschen kleiner. Okay. Ja, ich sehe das schon. Wir gehen auch von Velocity her auf Global Z. Aha, okay, das sieht schon ein bisschen besser aus. Den nehmen wir wieder raus. Okay. Machen wir mal 500. So. Okay.
Alles klar. So, schauen wir uns das mal an. Einmal Steuerung S, speichern, Alt A, alles deselektieren und einmal Cycles. So, okay. Ja, das können wir so nehmen. Ja, genau. Okay. Einmal wieder zurück. So. So, unsere Bäume haben wir. Unsere Steine haben wir auch gesetzt. Jetzt wollen wir unsere Grasfläche platzieren. Da gehen wir jetzt einmal wieder auf Naturassets, File, Append, da, Gras. Doppelklicken. So, jetzt haben wir unser Gras jetzt reingeholt. Die ziehen wir auch nach hinten. So. Bisschen hier rüber. Genau. Okay. Klicken unsere Insel wieder an. Komma. Um ran zu zoomen. Okay. So. Gehen auf einmal Partikelsystem. So. Jetzt wollen wir aber, damit wir unsere Grasfläche jetzt anmalen, möchte ich erstmal die Bäume kurz und die Steine wegblenden. Hier und hier ist es jetzt weg. So, jetzt gehen wir wieder auf Vertex, trinken auf Plus und den nennen wir Gras. So, genau dieselbe Geschichte. Weight Paint, F, bisschen vergrößern. So, jetzt schauen wir uns das mal an, wie wir das machen. So, fangen wir einfach mal an. Bisschen hier. So. Oh, hier. Okay. So leicht offene Stellen hier. So ein Weg. Hier lasse ich extra was frei. So. So, hier lasse ich das weg, weil da sind unsere Bäume. Da werden wir unseren Gras nicht sehen. So, bis hierhin. Okay. F. Bisschen verkleinern. Die runter. Vielleicht hier etwas weniger. So. Hier ein bisschen mehr. Hier vielleicht ein bisschen wegnehmen. So, okay. Okay. So, schauen wir uns mal an, wie das aussehen wird. Gehen auf Partikelsystem, klicken auf Plus. Wir nennen das Gras und hier auch Gras. Hier, Advanced, sagen wir erstmal 500. Gehen hier runter, Render, Path, Collection und Grass. So, perfekt. Jetzt sehen wir unser Gras, das ist schon mal gut. Ich drücke mal kurz Alt A, einmal deselektieren alles. So, einmal mal kurz anschauen. Okay. Jetzt gehen wir hier runter. Vertex Groups, Density und klicken
Gras. Ja, das sieht ja schon gut aus. Okay, gut verteilt. Aber das Gras ist zu groß. Wir müssen das Gras verkleinern. Da gehen wir hoch. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Genau. Das ändern wir mal auf 0,01. Ist viel zu klein. 0,02. Okay. Ja. So, als nächstes müssen wir jetzt doch 2000. Okay. Wird schon langsam besser. Genau. Sagen wir mal 3000. Aha. Okay. So, auch hier müssen wir nochmal auf Weight Paint. Wir gehen auf Vertex Groups. Gras, den selektieren wir. Und Weight Paint. So, jetzt müssen wir hier auch, wie bei einem anderen, bei den Bäumen und Steinen, müssen wir hier ein bisschen die Stellen frei machen. Wir gehen, Weight ist auf 0, das ist gut. Und machen wir hier ein bisschen weniger. So. So. Okay. Hier vielleicht ein bisschen mehr. Einmal vergrößern. Okay. So. Das sieht schon mal gut aus. Okay. Jetzt könnten wir hier mal ausprobieren, wie das aussehen wird, wenn wir hier mal Children setzen. Hier. Okay. Wir gehen mal auf Display Amount. Das, wenn es gerendert wird, wird es auf 100%. Wir sehen gerade nur 10% auf unserem Display. Also das, was wir hier gerade sehen, ja, das ist nur das 10% von den Children. Ja, das ist ja jetzt schon genug. Ich würde sagen, wenn wir rendern, gehen wir mal auf 20. So. Und hier machen wir erstmal 5. So. Damit es ein bisschen leichter beim Display ist jetzt für uns zum Arbeiten. Okay. Schauen wir uns das mal an. Ja, das sieht gut aus. So, einmal Steuerung S, speichern und einmal auf Cycles mal anschauen. Ja, das sieht ja schon gut aus. Gehen wir nach oben und einmal Trees einschalten und einmal die Steine. So, perfekt. Super. Ja, unsere Glasfläche ist drauf, aber ich merke gerade was. Da hinten, weil wir jetzt Children auf unsere Grasfläche gesetzt haben, sind einige Grasflächen nach oben gekommen. Das ist der Radius. Einmal kurz runter, ja, einmal also auf Partikelsystem, Gras klicken und hier runter gehen. So, hier ist 0,2 Meter der Radius, diese Grasfläche da hinten. Da gehen wir hier mal rauf und machen wir mal 0,15. Er reicht immer noch nicht. Ihr seht das, der ist ein Stück runtergegangen. Wir gehen mal noch mehr.
Aha, okay. Schauen wir uns das mal genauer an. Mhm. 0,09. Ja, damit kann ich leben. Okay. So, unser Gras ist da, unsere Bäume haben wir gesetzt und unsere Steine haben wir gesetzt. Ja, als nächstes können wir langsam mal von unseren Naturassets unsere Elemente drauf platzieren. Ja, auf geht's. So, einmal auf Base. Okay. Schauen wir mal. So, einmal auf Naturassets, wieder auf diese Kollektion draufklicken. Append. So, jetzt holen wir mal. Wo haben wir es denn? Kutsche, da. Das ist unsere Kutsche. Die holen wir jetzt mal rein. So, da ist es. Kutsche. Jetzt schauen wir mal, wo unsere Kutsche gelandet ist. Da. Da ist unsere Kutsche. So, den schieben wir mal hier rüber. So. Okay, einmal skalieren. So. So, den schieben wir mal ein bisschen in. Okay. Ja, ein bisschen in die Grasfläche hinein und jetzt vielleicht ein bisschen rotieren. So. Okay, so. Genau. So, von der Seite, bisschen runter. Ja, das sieht gut aus. Okay. Ja, als nächstes holen wir jetzt einfach unsere ganzen Elemente jetzt aus unseren Naturassets-Ordner und dann geht's weiter.
So, unsere Elemente haben wir jetzt reingeholt. Jetzt wollen wir gleich mit unseren Blumen weitermachen. Da gehen wir auf unsere Insel, drücken Komma, damit wir uns ranzoomen können. So, blenden erstmal die Bäume und Gras und Steine mal weg. Okay. So, gehen ein bisschen näher ran. So. Gehen auf Vertex hier und erstellen uns eine neue Group. Die nennen wir Flowers. So. Als nächstes gehen wir dann wieder auf Weight Paint und jetzt malen wir uns die Flächen an, da wo die Blumen platziert werden. So, da gehen wir einfach mal so lang. So. So, um die Kutsche herum. So. Okay. So. Jetzt gehen wir auf Partikelsystem, erstellen uns ein neues Partikelsystem und nennen das Flowers. So. Gehen runter. Hier auch nochmal Flowers. So. Her. 1000 lassen wir gleich, die werden wir brauchen. Gehen auf Collection. Das ist unser Ordner, wo die ganzen Blumen drin sind. Flowers. Gehen da drauf und wo haben wir es denn? Hier. So, unsere Blumen sind da. Jetzt müssen wir noch an der Einstellung was ändern. An der Skalierung. Da gehen wir hier rüber. Da. Das ist zu groß. Sagen wir mal 1. Okay. Schauen wir uns das mal an. Density. Flowers. Okay. Gehen wir auf Cycles. Schauen uns das mal an. So. Okay. Dann gehen wir mal auf Simple. Schalten das kurz wieder aus. Wir müssen vielleicht doch ein bisschen mehr hier setzen. 2000. Genau. Schalten unser Gras ein. Vielleicht ein bisschen kleiner. Kommt mir 8. Genau. Okay. So, schauen wir uns das mal an. Ja, das sieht ja eigentlich schon mal gut aus. Genau. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter hier rüber. Ändern noch was an der Random 0,2. Bisschen unterschiedliche Größenanzeigen. Und wo haben wir es denn? Na? Ach, hier. Hier haben wir die Möglichkeit, verschiedene Segmente zu setzen. Also hier sind Segments, hier steht gerade 5. Und wir können die Variationen jetzt hier, so wie sie jetzt gelegt sind, die Blumen, können wir hier nochmal die ändern, übernehmen, wie wir das, die Blumen gesetzt sind. Also wir können die Stellen versetzen, so wie die Blumen sind. Ich erkläre das mal am besten, so wie ich das zeige. Oder hier war das. Entschuldigung, hier war das. Bei Seed. So, merkt ihr das? So, genau. Okay, dann müssen wir uns einfach das Beste aussuchen. Oder was euch natürlich besser gefällt. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Ja, aber das reicht immer noch nicht. Wir gehen nochmal
oder wir gehen auf Children. Jetzt auf Children. Simple. Aha, okay. Jetzt haben wir hier 0,2. Wir ändern auf 0,1. Genau. Perfekt. So. Jetzt könnten wir auf Rotation. Na, wo haben wir unsere Rotation? Achso, wir müssen Advanced noch einschalten. So, Rotation. Und hier auf 0,5. So, und jetzt können wir hier nochmal vielleicht 0,3. So. Perfekt. Okay. So. Jetzt gehen wir mal auf Base. So. So, okay. Jetzt gehen wir auf unsere Kamera- und Light-Ordner. Klicken unsere Kamera mal an. Und diese Ansicht hier, so, okay. Jetzt drücken wir Steuerung, Alt, 0. So haben wir die Kamera jetzt auf unsere Ansicht gesnappt. So, jetzt G, Z, Z. Bisschen zurück. Ja. So, okay. Einmal Steuerung S, speichern. Gehen auf unsere Insel drauf und blenden jetzt unsere Bäume und Steine auch noch mit an. Alt A und Cycles. Einmal gucken. So, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Perfekt, alles klar. Als nächstes wollen wir unseren See oder Meer, unser Meer hier, Ocean, einen Schaum, also Meeresschaum um den Insel umzusetzen, auch um den Berg umzu. Und das machen wir mit Vertex Paint. Wir gehen einmal hier auf Base. So, schalten erstmal alles hier wieder aus. Okay. So, dann gehen wir mal so nach oben hin, so ungefähr. Alles klar. Klicken unser Ozean hier, so. Ocean, ja, das ist unser Plane hier. Öffnen uns ein neues Fenster. Gehen auf Shade Editor. So. So ungefähr. So, N, die blenden wir weg. Okay. So. Einmal die Plane. Die müssen wir einmal subdividen. Das habe ich schon getan. Hier. Einmal subdivide. Wir brauchen circa 100. Ihr müsst hier einmal, wie gesagt, subdividen und hier 100. Entschuldigung, 100, ja? So. 100. Okay. Jetzt gehen wir auf Vertex. Gehen wir drauf. Vertex Colors. Nennen das Foam. So. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir rüber. Vertex Paint. Einstellungen. Und hier ein bisschen ungefähr. Jetzt gehen wir rauf. Und um den Insel herum malen wir jetzt einmal unseren Schaum. So. So ungefähr. Okay.
Hello. So. Und jetzt das am Berg herum. Hier ein bisschen mehr. So. Okay. Wenn wir das gemacht haben, jetzt gehen wir einmal hier auf Cycles. So. So, schieben wir das mal zur Seite hier. So. Diese hier runter. Shader, Principal BSDF, hier rüber. Einmal ein Mix Shader, Shift D, so. Und den nach oben. Input Attribute. Und dieser Text hier kopieren wieder und hier einfügen. Und hier rein. So. Ja, jetzt seht ihr schon, wir haben einen ganz leichten Schaumeffekt hier reingebracht. Ja. Um das jetzt besser, gehen wir ein bisschen näher ran. Genau, hier. Ne? So, und jetzt wollen wir auf unseren Schaum, ja, auf unseren Schaum hier noch ein Noise Texture rauflegen. Moment. So. Wir gehen auf Vertex, Vector, Bump, nochmal hier rauf, so. Texture, Noise, Color hier in der Höhe und einmal Vector Normal Map. Hier rein und den da rein. So. Okay, das ist ziemlich stark. Da gehen wir kurz hier runter auf 0,2 und hier auf 0,3. So. Jetzt haben wir es ein bisschen stärker, aber hier machen wir mal 30. 15. So.
Das sieht schon mal gut aus. Ich schau mal hier nochmal. Machen den mal ein bisschen dunkler. So. So, einmal Kameraansicht. Ja, das sieht ja schon ein bisschen... Ja, das sieht gut aus. Okay. So. Steuerung. Neues Textur anklicken. Steuerung T. Genau. So. Jetzt wollen wir mal schauen. Okay. Ich gehe mal hier auf Import. Vertex Colors. Und den mal in Normal. Na. Genau. Okay. So, jetzt holen wir uns ein Environment, ja, ein Environment Map hier rein. Gehen wir auf Sky. Ja, das sieht Nishita. Das sieht ja schon gut aus. So, jetzt können wir auch den Schaum besser erkennen. Ah, okay. Scheint ein bisschen noch zu hell zu sein. Hier vielleicht ein bisschen weniger. Gehen wir mal auf Vertex. Ja. Hm. So, okay. Einmal auf Cycles. So. Noch ein bisschen zurück. Okay. Gehen auf Environment. Umgebung. Drehen mal die Skala ein bisschen runter. Wieder 0,1. Ah, okay.
0,2, bisschen heller. Ja, das ist gut. Okay. So, jetzt holen wir uns mal die Bäume wieder rein. Klicken unsere Insel an. So, okay, das sieht ja schon perfekt aus.
Ja, Leute, unser Tutorial ist damit zu Ende. Ich sag mal so, es war viele Tutorials. Ich hoffe, ihr kamt damit zurecht. Ihr habt alles gut verstanden. Ich hoffe, die Tutorials waren langsam genug oder ich habe euch das gut erklärt. Ich hoffe es zumindest. Ja, und das ist sozusagen unser Environment Tutorial gewesen, die komplette Serie. Und ich hoffe, ihr habt das was dazugelernt und freue mich, wenn ihr ein Like abgibt und Kommentare dazu schreibt und sehen uns einfach in nächsten Tutorials wieder. Ja, ich bedanke mich für alles und ciao, ciao, tschüss.